Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. In der letzten Sendung hatte ich angekündigt, dass es heute mit den psychischen Veränderungen, dass ich mich heute mit den psychischen Veränderungen befasse, die mit Rohkost einhergehen. Aber ich würde noch gern was dazwischen schieben, denn ich habe festgestellt, die Resonanz auf mein letztes Video war so groß und da gab es so viele Irrtümer und Missverständnisse, die ich heute gerne noch ansprechen und aufklären würde. Deswegen habe ich mir die 5 größten Missverständnisse ausgesucht, auf die ich heute eingehen werde. Ich habe mich in den letzten 6 Monaten intensiv mit dem Thema Rohkost beschäftigt und autodidaktisch so sehr weitergebildet, dass ich mich heute fast schon als Rohkost-Experte darstellen könnte. Ich habe mir alle Revolutionen von Weiland Wissen runtergeladen und alle Experten zu Wort kommen lassen. Insgesamt 260 Stunden Videomaterial habe ich mir angeschaut. Jeden Tag nach der Arbeit und in der Mittagspause schaue ich mir noch 1-2 Stunden an. Ich gehe nicht vor den Fernseher, sondern wenn ich Freizeit habe, dann recherchiere ich. Das ist meine größte Leidenschaft. Recherchiere, neues Wissen anzueignen und direkt umzusetzen. Denn das ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wissen ist umgesetzt, Weisheit ist umgesetztes Wissen. Der Wissende weiß es zwar, aber setzt es nicht um. Der Weise handelt auch nach dem, was er weiß. Und da ist es mein höchstes Ziel ist, Weisheit zu entwickeln, mache ich das kontinuierlich und arbeite auch sehr an mir selbst und bilde mich ständig weiter. Und da in dieser Zeit habe ich so viel über Rohkost gelernt, dass ich jetzt gemerkt habe, dass Rohkost eigentlich eine Geheimlehre ist, die nur über die Jahre verschüttet wurde. Ja? Das heißt, im Altertum und in der frühen Menschheitsgeschichte war Rohkost allgegenwärtig und war das Nonplusultra und wurde von allen Weisheitstraditionen gleichzeitig gelehrt, wie ich schon in einem vorigen Video bekannt gegeben habe. Ja? Auch in den Heiligen Schriften war die Rohkost stark verankert, nur mit dem Werteverfall und dem Fall im Bewusstsein hat sich auch das Thema Rohkost immer mehr zu einem Geheimwissen rauskristallisiert und allein schon der Begriff der Rohkost, der ist heute so unattraktiv geworden, dass wir eigentlich gar keine Lust darauf haben. Deswegen spreche ich gerne von Vitalkost, ja? Aber um auf das Thema Rohkost zurückzukommen, wieso ist denn, was ranken sich alles für Mythen um die Rohkost? Fangen wir mit dem ersten Mythos an. Rohkost ist nicht für alle geeignet. Manche Menschen, die vertragen Rohkost einfach nicht. Schwachsinn. Ganz einfach Schwachsinn. Menschen, die wirklich umstellen wollen und kontinuierlich bei Rohkost bleiben. Das ist nämlich der Punkt. Wenn man auf Rohkost umstellt, muss man erstmal 2 Wochen oder am besten 2 Monate wirklich auf Kochkost verzichten. Denn Kochkost und Rohkost vertragen sich nicht. Man muss also mal absolut sein. Man muss 100% umsetzen. Zum Thema absolut noch mal eine kleine Randnotiz. Natürlich ist nie etwas 100% absolut. Ich kann auch kein 100% absoluter Rohköstler sein. Ja, manche Gewürze oder manche Sachen, die sind bei höherer Temperatur getrocknet. Ja, oder zum Beispiel jetzt auch, wenn ich sage, ich will absolut auf irgendwelche Bestandteile verzichten. Die ganze Umwelt ist so infiziert und wir sind alle so miteinander, haben uns ein so lebensfeindliches Umfeld geschaffen, dass alles eigentlich in gewisser Weise nicht mehr absolut ist. Aber auch jetzt sagen wir mal, absolut lebende Veganer sind nie absolut. Oder Tiere, zum Beispiel ein Reh, das eigentlich, wo man dann annehmen würde, es sei vegan, isst 10% seiner Nahrung kleine Mikroorganismen, Würmer oder so, wenn es das Gras abruft. Es geht nur um die bewusste Entscheidung, sagen, ich will das nicht mehr und ich versuche, soweit es mir möglich ist, in meiner jetzigen Situation darauf zu verzichten. Ja? Wenn dann mal die Cashewkerne erwärmt wurden, um sie aus der Schale rauszukriegen und nicht 100%ig Rohkostqualität sind und man diese Cashews verwendet, dann ist es, sage ich mal, unter Abstrichen okay. Oder wenn man einen Tee trinkt oder sonstiges. Aber das muss jeder für sich entscheiden und ich versuche halt bis ans Limit zu gehen und euch da mitzunehmen. Wo ihr hin wollt, das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ich sage euch nur, wie es für mich am sinnvollsten ist. Also, zum Thema Rohkost. Jeder verträgt Rohkost. Das erste Mythos ist entmystifiziert. Es gibt halt eine Umstellungsphase, in der es zu Verdauungsbeschwerden, Blähungen, Kopfschmerzen und all dem kommen kann, wo dann Leute sagen, ach, ich vertrage das nicht. Aber die Kontinuität fehlt, die Disziplin. Und das ist das, was ich immer wieder meinen Klienten sage, die hier reinkommen, die sagen, die ersten 3 Tage, die ersten 2 Wochen, die sind hart, das ist eine Umstellung. Aber dann kommt eine Leichtigkeit, ein Lebensgefühl, das das alles wieder wettmacht. Wo man merkt, es hat sich gelohnt umzusteigen und zwar komplett. Also komplett, wie es euch möglich ist. Ja? Keine gekochten Sachen, das ist ganz wichtig. Keine gekochten Sachen essen. Ja? Also, jeder verträgt Rohkost und Rohkost ist die gesündeste Nahrung überhaupt für jeden Menschen. Es gibt geheime Organisationen und ich nenne sie immer die Ex-Elite, die probiert uns das auszureden und probiert es schlecht zu machen. Und wie macht sie das? Indem sie Angst schürt. Angst ist die, wenn wir Angst bekommen, sagen wir, nee, damit will ich nichts zu tun haben, weil wir uns gefährdet fühlen. Aber die Kochkost hat sich als durch und durch ungesund erwiesen. Und deswegen werde ich jetzt auch auf den zweiten Punkt zu sprechen kommen, nämlich dass Rohkost
nur eine Schwachstelle hat. Was heißt eine Schwachstelle? Im Gegenteil, keine Schwachstelle, sondern dass die Medizin. Ich habe mich jetzt im Internet viel nach Kritik umgeschaut. Was gibt es denn für Kritik an der Rohkost? Und es kam keine sachliche Kritik, außer dass Leute immer ihre Meinung breittreten und sagen, ich glaube, Rohkost ist nur, aber ich will keine Leute, die irgendwas glauben. Mir geht es um Überzeugung und wissenschaftlich fundiertes Wissen. Und da ist es ganz wichtig, dass man guckt, was biochemisch passiert im Körper, wenn man Rohkost ernährt. Und da gibt es Mediziner, die herausgefunden haben, dass die Zahl der weißen Blutkörperchen abnimmt. Da wurde groß Aufsehen. Oh nee, keine Rohkost. Bitte, die Zahl der weißen Blutkörperchen ab, die sind ganz, ganz wichtig für unsere Immunabwehr. Lasst mich euch das dazu erklären. Die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, sind dazu da, um Abfälle aus unserem Körper raus zu transportieren, um Stoffwechselabfälle zu transportieren, um schädliche Viren oder Bakterien rauszutransportieren und sie unschädlich zu machen. Wenn wir uns von Rohkost ernähren, haben wir davon so viel weniger, dass natürlich auch logischerweise unser Körper nicht mehr so viel weiße Blutkörperchen produziert. Und da die Grenzwerte oder die Werte, an denen wir uns orientieren, die Wissenschaft, von Leuten stammen, die sich von Kochkost ernährt haben, dann ist ja klar, dass Rohköstler viel, viel weniger haben. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Im Gegenteil, die sind einfach viel gesünder und der Körper braucht nicht mehr so viel weiße Blutkörperchen. Ja? Deswegen werden Rohköstler auch viel, viel seltener krank, können viel besser mit großen Umweltschadstoffen umgehen als Leute, die sich nicht rohköstlich ernähren. Da kommen wir zum dritten Punkt. Ja? Und zwar kann man sich rohköstlich ernähren und wird nicht hundertprozentig gesund, wenn man nicht auch auf Bewegung achtet und auf Entspannung achtet oder direkt unter einem Handymasten wohnt, sich das Handy die ganze Zeit am Kopf hält, schlechtes Wasser trinkt, ja, was ein großes Thema ist, und wieso ich jetzt auch mir auf jeden Fall den Aquion kaufen werde. Das werde ich aber auch eine Sendung drüber machen, wieso der so wichtig ist. Und ganz wichtig, weil ich bin natürlich sehr absolut und provokante Thesen sind mein Hobby. Wenn ich schreibe, Rohkost heilt alle Krankheiten, dann ist damit gemeint natürlich, dass man auch die anderen Umgebungsfaktoren so, sag ich mal, so probiert, sinnvoll zu gestalten wie möglich wieder auch, ja, weil wir leben in einem lebensfeindlichen Umfeld und wenn man in diesem lebensfeindlichen Umfeld sein Bestes gibt und seine Ernährung umstellt, dann kann die Rohkost nämlich einen auch dazu bewegen, mehr Sport zu machen. Man hat einfach so viel Energie, man will sich bewegen, ja, man hat auch das Bedürfnis, die ganzen stressigen Situationen aus seinem Umfeld herauszuschaffen. Was ich hier erlebe für Leute, was die schon für geistige Wandel erlebt haben, was sie dann auf einmal ganz neue Interessen ausgebildet haben durch diese Kur, ja, das ist ein ganzheitlicher Wandel, der wird halt durch Rohkost eingeleitet und deswegen sage ich, Rohkost heilt letztendlich alle Krankheiten, wenn man, wie gesagt, nicht den ganzen Tag mit dem Handy so am Kopf ist, nicht den ganzen Tag auf der Couch liegt, da kann man noch so viel Rohkost essen, wie man will, da passiert nichts. Also Punkt 3, großes Missverständnis, Rohkost heilt alle Krankheiten, wenn man die anderen Umgebungsfaktoren einigermaßen sag ich mal so, gestaltet, dass sie einigermaßen gesund sind. Ja? Bewegung und Entspannung ganz besonders. So. Punkt 4, ganz wichtig, Rohkost schmeckt nicht. Jeder, der schon mal hier im Laden war und eins von meinen Gerichten probiert hat, wird euch das Gegenteil beweisen. Wir haben hier nicht nur wunderbare Torten, die ich euch gerade mal zeige, Rohkosttorten, die fantastisch schmecken, ja, schmecken wie weiße Schokolade oder eine Schoko-Rohkosttorte, ja. Das ist für jeden was dabei, was das Herz begehrt. Wir haben Cupcakes, wir haben alles und das kann man auch alles locker zu Hause machen. Es ist kein Hexenwerk, Leute. Es ist alles kein Hexenwerk, ja. Im Internet gibt es tausende Rezepte, weil ich werde immer gefragt, ja, gib doch mal ein Rezept. Leute, ich mache es doch auch nicht anders als ihr. Ich gehe ins Internet, ich gucke mir da die Rezepte von anderen Leuten aus, die es aus Leidenschaft machen. Ja? Ich genieße halt mehr die Sachen, anstatt mich um Rezepte zu kümmern. Aber ab jetzt werde ich am Ende jeder Sendung auch ein Rezept vorstellen, damit ihr mal seht, was ich esse. Ja? Weil ich ernähre mich ja 100% von Rohkost, ja? Außer bis auf vielleicht die Cashews oder ein paar Gewürze oder mal, was weiß ich, irgendwelche Sachen, die so, sag ich mal, die nicht vermeidbar sind, meines Erachtens. 100% von Rohkost und da zeige ich euch mal, wie ich mich ernähre. Ja? Aber jetzt kurz zu dem Punkt 4 auf meiner Liste, nämlich Rohkost schmeckt verdammt gut. Wieso schmeckt Rohkost so gut? Weil die ganzen leckeren Stoffe, die ihr bei der Bäckerei riecht, wenn ihr vorbeigeht, die ihr beim Kochen riecht, die euch so geil machen, die und mich auch so geil machen, wenn ich da vorbeilaufe, die sind bei der Rohkost noch drin. Die ätherischen Öle, die ganzen Geschmacks- und Geruchsstoffe, alles steckt noch drin. Das heißt, wenn ihr rohköstlich das genießt, nehmt ihr das alles auf und ihr duftet so schön von innen raus und ihr schmeckt das alles auf der Zunge. Es ist einfach so ein Genuss. Ich habe noch nie so guten Kuchen gegessen. Ich habe noch nie so gut mich ernährt, so genussvoll wie jetzt. Rohkost ist lang über das Klischee von kalten Karottensticks hinaus. Du kannst heute alles, ich mache heute alles in Rohkost. Burger, Pizza, Lasagne, Kuchen, alles, was das Herz begehrt. Und so, dass es dem Planeten gut tut, dass es mir gut tut, dass es der Umwelt gut tut, dass es ganzheitlich eine wunderbare Sache ist. Und deswegen verstehe ich das einfach nicht, wenn man sagt, hier Rohkost, nee, schmeckt mir nicht. Das ist ein
ein Vorurteil, das ich aus der Welt räumen kann, wenn ihr euch einmal in diesen Laden begebt oder ein bisschen mal was ausprobiert, was im Internet da angeboten wird. Ja? Für die Leute mit süß, genau, ganz wichtig. Den süßen Pol, das ist kein Problem durch Datteln, da gibt es verschiedene Süßungsmittel, Agavendicksaft, es gibt sogar Apfeldicksaft jetzt von Urs Hochstrasser, wunderbare Sache, ja. Da kann man alles wunderbar verwenden und viele Rohköstler meinen ja, nee, Salz ist ganz gefährlich, bitte kein Salz. Und dazu muss ich euch was erklären, denn Salz ist vollkommen okay, ihr könnt Salz verwenden, wenn ihr das beste, möglichst Himalaya-Salz, möglichst nicht mit Granit aus dem Berg gesprengtes Salz, möglichst kein Meersalz, sondern wirklich Himalaya-Salz oder ein anderes sehr, sehr gutes Steinsalz verwendet. Dieses Salz ist gut. Wieso ist das gut? Und zwar müsst ihr euch vorstellen, in unserem Körper gibt es einen Kalium-Natrium-Haushalt. Ja? Kalium und Natrium sind Gegenspieler. Ja? Das heißt, wenn es eine zu viel ist, müssen wir das andere reinfüttern, damit es eine Balance entsteht, wie mit Säuren, Basen. Ja? So ein Gleichgewicht muss herrschen. Da heute in dem Düngemittel, eine der 3 großen Träger in unserem Düngemittel ist Kalium, weil dann die Pflanzen besonders schnell und stark wachsen. Deswegen werden heute alle Obst- und Gemüsesorten, fast alle Obst- und Gemüsesorten mit Kalium gedüngt. Ja? Also als Rohklässer ist man besonders gefährdet, weil man sich ja nur von frischem Obst und Gemüse ernährt, an einen Kaliumüberfluss zu leiden und muss deswegen ausgleichen durch Natrium. Deswegen ist gutes Salz ganz wichtig. Deswegen ist gutes Salz in Maßen genossen, ja, nicht übertreiben, aber gutes Salz ist wichtig. Und da kommen wir wieder zum Thema, Rohkost schmeckt fantastisch. Rohkost ist, ich habe noch nie so gut gegessen, so gesund gegessen und so lecker gegessen wie jetzt, seitdem ich mich schon Rohkost ernähre. Deswegen sehe ich da auch gar keinen Verzicht. Es gibt 70.000 verschiedene pflanzliche Lebensmittel, die man in seine Nahrung integrieren kann, wenn man den Kopf hebt und über die Monokultur im Denken und im Essen hinausschaut. Der hat immer nur Weizen, Fleisch, Käse, in verschiedenen, Milch in verschiedenen Variationen, Eier, ja, braucht man nicht. Das sind immer die gleichen Sachen, die wir eigentlich essen. Und dann sagen wir, was isst du überhaupt? Das ist doch, verstehe ich gar nicht, verstehe ich wirklich nicht. Und ihr werdet es auch verstehen, wenn ihr mal schaut, was eine Vielfalt uns die Natur anbietet und wie vielfältig, wie hoch die Diversität ist, die dabei rauskommt aus euch, aus dem Leben und auf eurem Speiseplan. Ja. Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr anfangen sollt, habe ich einen perfekten Ernährungsplan, um den Einstieg zu finden, wo ich euch ein paar Rezepte vorgebe, wo ich euch zeige, wie man Pizza, Burger, dieses alles mache, wenn ihr die Kur bei mir bestellt oder ihr kommt bei mir hier in den Laden und esst ihr euch diese Rohkostsalate durch, macht die Smoothie-Kur. Bevor wir aber dazu kommen, zu meinem Ernährungsplan, kurz zu Punkt 5, nämlich mit Rohkost nimmt man ab. Schwachsinn. Ich habe noch nie so schnell Muskelwachstum erlebt wie jetzt zur Zeit. Ich würde euch am liebsten mal mein T-Shirt hochzeigen und meine Bauchmuskeln zeigen, aber ihr seht es ja im Video, meine Muskulatur wächst so schnell wie noch nie. Und jetzt fragt euch mal, von was ernährt sich denn der Gorilla? Der Gorilla macht 3000 Kilo Bankdrücken maximal. Hier für alle Leute, die so im Fitnesscenter am Pumpen sind. Der Gorilla isst vegane Rohkost. Ja? Er isst 80% dunkelgrüne Blätter und 20% Wurzeln. Ja? Wurzeln. Oder ein bisschen Obst. Ja, ein bisschen Obst. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Rohkost, zum Punkt Rohkost heilt alle Krankheiten, ist noch wichtig zu erwähnen, dass Rohkost nur dann alle Krankheiten heilt, wenn man sie richtig einsetzt. Denn Rohkost ist nicht gleich Rohkost. Wenn man sich nur von den Früchten ernährt, wie eben schon angedeutet, durch den Kalium-Natrium-Haushalt und andere Faktoren, die durch die Früchte entstehen, wie zum Beispiel der hohe Anteil an Glucose, ist Rohkost schädlich. Rohkost führt zu Krankheiten, wenn man sich nur von diesen Früchten ernährt oder zu viel Nüsse isst, die man nicht eingekarmt hat. Rohkost ist nur dann gesund, wenn man einen hohen Anteil an Gemüse hat, ja? So wie der Gorilla. Viel Grünzeug essen, viel Gemüse essen, damit der Körper die ganzen Mineralien und die ganzen Spurenelemente, die ganzen Ballaststoffe hat, um die Fructose abzupuffern. Ja? Für den Umstieg ist kein Problem, wenn ihr erstmal mit viel Obst eure Smoothies anfangt, aber probiert dann auf die grünen Smoothies umzusteigen und ihr werdet merken, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt zu dem Thema Rohkost schmeckt besser. Wenn die Geschmacksknospen sich daran gewöhnt haben an die Rohkost, schmecken euch auf einmal wieder Gemüseanteile in eurer Nahrung, die ihr vorher vergrault habt, ja, weil unsere Geschmacksknospen sind genauso denaturiert wie die Nahrung, die wir zu uns genommen haben, und genauso wie unsere Körper, ja, guckt euch die denaturierten Körper an, die auf der Straße rumlaufen, ja, und guckt euch meinen Körper an, ich will nicht angeben, aber guckt euch die Körper anderer Rohköstler an, wie die aussehen, wie die Haut aussehen, wie alt, wie auch im Alter, wie die aussehen, ja, besonders die Frauen, das sind knackig, die sind durchtrainiert, die sind einfach vital, die sind knackig frisch, so wie die Rohkost selbst, knackig kerngesund. Wieso sagt man kerngesund? Ja, wenn man sich viel von Keimen, Kernen und Sprossen ernährt, dann ist man auch so. Ja? Und das ist der letzte Punkt, mit dem ich enden will. Rohkost hilft beim Muskelaufbau. Ich habe hier eine Gorilla-Kur, Leute. Wenn ihr die mal probiert, dann werden eure Muskeln nicht mehr so denaturiert aufgewässert aussehen, sondern ihr seht knackig die Struktur, ihr seid definiert und das Muskelwachstum ist potenziert. Wieso?
weil ich sie beispielsweise mit viel Grünzeug anreiche, aber auch mit Sachen wie Gerstengras oder Weizengras. Habt ihr euch mal gefragt, wieso Kühe, die eigentlich nur Gras essen, solche riesen Muskeln haben, die wir so verehren und die wir so gerne aufessen? Wieso haben die so starke Muskeln? Ja, habt ihr schon mal eine Kuh kochen sehen? Die Kuh zerkocht ihre Nährstoffe nicht. Und die weiß auch, welche Gräser sie wann am besten isst, um gesund zu bleiben, wenn wir sie auf der Weide halten. Ja? Und da wir auch Säugetiere sind, funktionieren wir eigentlich ähnlich. Und ich habe schon öfters erläutert in anderen Videos, wir sind dazu prädestiniert, uns nicht nur vegan, sondern auch rohkostig zu ernähren. Wir müssen nur umstellen und wir dürfen keine Angst haben vor den Leuten, die hier irgendwelchen Schwachsinn im Internet verbreiten und Angst machen. Das ist nichts Wissenschaftliches und das ist auch keine Erfahrung, das basiert auch nicht auf Erfahrungswissen. Wie gesagt, ich habe mir die unzähligen Videos der Rohkostler angeschaut und ich kann euch rein gewissens sagen, jeder ist für Rohkost geeignet. Oder glaubt ihr, Leute wie Jesus lügen? Glaube ich nicht. Ja, wenn er sagt, die Zitate, die ich euch vorgelesen habe, dass wir uns von lebendiger Nahrung ernähren sollen. Ja, dann werden wir lebendig sein. Wenn wir tote Nahrung essen, werden wir tot sein. Versteht eigentlich jedes Kind. Ja? Wenn wir lasches, totgekochtes Gemüse essen, wie sind wir dann? Lasch und totgekocht. Wenn wir knackig frisches Gemüse essen, sind wir knackig frisch. In dem Sinne, Leute, kann ich euch bei der Umstellung nur noch viel Spaß wünschen und es ist unglaublich, was in den letzten Wochen hier passiert. Das explodiert richtig. Die Leute machen immer mehr Kuren. Ich bin froh, dass ich jetzt hier gerade mal eine Minute habe. Hier warten schon wieder 2 Leute jetzt gerade vor der Tür, die rein wollen. Also ich danke euch sehr viel, dass ihr die Videos so verbreitet. Es ist Wahnsinn, wie ihr das annimmt und wie ihr gerade der Bewusstseinswandel euch hin zu Rohkost führt. Denn tatsächlich, die Erde geht in eine höhere Schwingungsebene. Ja, die ganze Evolution der Menschheit macht einen großen Sprung und da ist Rohkost einfach nur die Ernährung, die zu diesem goldenen Zeitalter der Gesundheit, Liebe, Grazie, Fülle und dem Überfluss einfach passt. Ja? Deswegen fügt euch da, wehrt euch nicht zu sehr dagegen und probiert nicht so, mich da persönlich zu beleidigen. Auch wenn ich euch nicht böse nehme, weil ich kann verstehen, in welchen Situationen ihr euch teilweise befindet. Probiert es anzunehmen, recherchiert erst, bevor ihr irgendwelche Aussagen trefft und schaut euch die nächste Sendung an, wenn wir uns darum kümmern, was Rohkost mit der Psyche macht. Ein Thema für sich. Ein Thema für sich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Ladet meinen Ernährungsplan runter, holt ihn euch, kommt bei mir Smoothie Kur machen, lest meine Bücher. Ja? Ich schreibe gerade auch ein Buch zum Thema Rohkost, weil die Sache mich einfach zu sehr fasziniert. Und ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten.